Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir wollen uns heute mal nicht Bluetooth-Lautsprecher wie hier den Sonos Roam angucken, sondern wir wollen uns einem ganz anderen Kapitel der Musiklandschaft widmen und das sind Stereo-Lautsprecher und ich weiß, man kann auch Bluetooth-Lautsprecher zu Stereo-Komponenten zusammenfügen, es ist aber immer noch was anderes als der klassische Stereo-Lautsprecher und einen dieser klassischen Stereo-Lautsprecher jetzt in neu, den haben wir heute hier in dem Video und das ist der Edifier oder Edifier, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Edifier, wahrscheinlich so, S1000W, den wollen wir uns heute mal angucken, ein 16,2 Kilo Paket, also sprich beide Lautsprecher. Viel Spaß mit dem Video. Ja, der Faktencheck ist heute ein bisschen schwieriger, weil der Karton einfach so groß ist und meine Kamera gar nicht weit genug hochgehen kann. Also wir sprechen hier über den S1000W und zwar in der Farbe Braun und es gibt ihn tatsächlich auch nur in Braun. Das, da kommen wir später nochmal zu, ist halt eben ein bisschen Geschmackssache. Warum der Karton so groß ist, das seht ihr hier, denn wir haben eine Höhe von knapp 35 cm, eine Breite von knapp 20 cm und eine Tiefe von ebenfalls knapp 30 cm. Also wir haben hier richtig wuchtige Dinger, die vielleicht dann fürs Regal oder ähnliches gedacht sind und Gewicht ist ja bei Stereo-Lautsprechern nicht erst seit gestern durchaus eine Komponente, die für den Sound auch wichtig ist. Aber wir haben hier eben keinen klassischen Stereo-Lautsprecher, sondern einen, der auch Bluetooth kann, der Wi-Fi kann, der aber auch klassische Komponenten wie zum Beispiel einen optischen Eingang, einen koaxialen Eingang oder auch einen Line-In-Eingang hat. Das Ganze besteht aus Holz, das ist natürlich für den Sound durchaus auch zuträglich. Wir haben einen DSP mit an Bord und wir haben die Edifier oder Edifier Home App, mit der wir das Ganze dann nachher fürs WLAN und ähnliches einrichten können. Das zeige ich euch dann später nochmal in aller Kürze. So, ich drehe den Karton mal rum. Wie gesagt, 16,2 Kilo, der dreht sich nicht mal eben von selber. Und wir gucken einmal hier unten noch auf die Merkmale, die hier im linken unteren Bereich auch auf Deutsch ausgeführt sind. Einiges haben wir ja schon gerade gesagt. Wir haben aktive 2.0 Wi-Fi-Lautsprecher, die mit Alexa auch verfügbar sind, also Amazon Alexa als Ziel. Wir können Apple AirPlay nutzen, wir können Spotify nutzen, Pandora, das ist hier in Deutschland ja eher weniger gebräuchlich. Wir haben das Ganze in Holzoptik und auch in Holzausführung. Wir haben hier verschiedene Lautsprecher logischerweise und Mitteltöner verbaut. Wir haben DSP mit an Bord, habe ich gerade schon gesagt. Wir haben hier verschiedenste Komponenten Bluetooth für besonders niedrige Latenz in der Version 5.0 und wir haben eine Fernbedienung mit an Bord und die Leistungsdaten seht ihr im unteren Bereich. Dann auch noch für denjenigen, für den es relevant ist. Ja, das Unboxing, das entfällt so ein kleines bisschen. Ich zeige euch jetzt mal den Lieferumfang, weil aus dem Karton hätte ich das hier nicht aufnehmen können, das Ganze rauszunehmen. Einmal ein Stromkabel ist mit dabei, eine Anleitung, die auch auf Deutsch verfügbar ist, eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung ist mit dabei, ihr braucht nicht immer die App zücken. Ihr habt ein optisches Kabel mit an Bord, ihr habt Line-In und koaxiales Kabel mit an Bord. Ihr habt Batterien für die Fernbedienung logischerweise auch noch mit an Bord und könnt somit auch eure klassischen alten Geräte, in Anführungsstrichen Plattenspieler und ähnliches, ohne Probleme auch mit den S1000W verbinden. Und dieses Kabel ist dazu da, um die beiden Lautsprecher miteinander zu verbinden, denn nicht so wie ihr es vielleicht von Spotify, von Sonos kennt, es wird nicht drahtlos über WLAN oder ähnliches verbunden, sondern eben über ein Kabel und da seht ihr hier bei dem Empfängerlautsprecher, nenne ich es jetzt einfach mal, ist tatsächlich auch nur der Eingang für dieses Kabel vorhanden. Ansonsten seht ihr hier die Optik mit der Holzmaserung an der Seite. Ich sag mal so, ich finde es ist etwas Geschmackssache, ansonsten ist alles in schwarz gehalten, also sprich von vorne sieht man das Holz nicht so extrem, von den Seiten sieht man dann das Holz schon mehr. Es ist einfach Geschmackssache. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass es die auch noch in schwarz gibt. Das wäre natürlich ganz cool gewesen für mein persönliches Empfinden, aber es gibt ja bestimmt auch Leute, die diese Holzoptik sehr, sehr gerne verbauen und tatsächlich, wenn ihr zum Beispiel ein Regal oder ähnliches in ähnliche Optik habt, dann passt es natürlich auch ganz gut da rein, vielleicht sogar besser, als wenn es schwarze oder weiße Außenränder sind. So, der Hauptlautsprecher hier nochmal auf der Rückseite und Hauptlautsprecher bezeichnet dann jetzt einfach nur den Lautsprecher, wo die Eingänge, wo der Strom reingeht und so weiter und so fort. Da seht ihr hier 3 Drehregler, der zum einen die Lautstärke als auch den Bass und als auch die Höhen verändern kann. Dann habt ihr quasi auch die Eingangswahl auf dem oberen Lautsprecher und auch alle Eingänge, die verfügbar sind, sind hier noch mit dran. Ein Ein-Ausschalter ist auch noch mit verfügbar, also insofern ein relativ rundes Paket, insbesondere wenn ihr klassische Zuspieler verwenden wollt und eben nicht WLAN, aber WLAN gibt es natürlich auch.
So, jetzt habe ich mal versucht, das Ganze so aufzubauen, dass ihr auch was sehen könnt. Hier seht ihr zum einen jetzt die beiden Boxen mal im Betrieb sozusagen. Hinten das Kabel, um die beiden Boxen zu verbinden, und rechts das Stromkabel. Hier jetzt nochmal die Fernbedienung, ein Ausschalter, Ton aus, dürfte, denke ich, klar sein. Alle Eingänge sind verfügbar, sprich, ihr könnt zwischen den Eingängen hin und her wechseln. Auch WLAN und Bluetooth sind verfügbar, sprich, ihr könnt hiermit auch den Kopplungsmodus sowohl für WLAN als auch für Bluetooth aktivieren. Und das habt ihr gerade vielleicht auch gesehen, es lassen sich auch Lautstärke natürlich verändern, aber auch Titel skippen und so weiter und so fort. Das finde ich ja persönlich ganz spannend, weil da muss man nicht immer das Telefon zur Hand nehmen. Ja, Bluetooth ist, glaube ich, die Verbindung relativ einfach, ist wie bei jedem klassischen Bluetooth-Lautsprecher. Einfach den Kopplungsmodus aktivieren, dazu einfach die Bluetooth-Taste gedrückt halten, dann Kopplungsmodus an, Smartphone koppeln, fertig, aus. WLAN das gleiche, dafür braucht ihr allerdings die App, und das ist die Edifier, wie auch immer man es ausspricht, Home App. Da könnt ihr quasi den Lautsprecher mit einbinden, auch da einfach den Kopplungsmodus aktivieren, oben auf das kleine Plus drücken, und dann sollte alles weitere relativ zügig dann auch gehen. Den Kopplungsmodus aktiviert ihr über das Gedrückthalten der Taste, und es gibt auch eine Sprachanweisung, sprich, ihr könnt jetzt loslegen mit der Kopplung. Das seht ihr hier unten dann, dass die weiße LED dann entsprechend leuchtet. Ja, in der App haben wir dann grundsätzlich noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, wobei das eher rudimentär ist. Also ihr könnt jetzt hier natürlich auch den Eingang verändern, wenn ihr denn wollen würdet. Ihr könnt hier natürlich auch noch Einstellungen vornehmen, wobei das wirklich marginal ist. Aber zum Beispiel könnt ihr hier euren Amazon-Account für Amazon Alexa linken. Das ist vielleicht nochmal eine ganz spannende Geschichte. Ihr könnt auch den Namen verändern, wenn ihr wollt. Ansonsten das Ganze auch auf Werkseinstellungen zurücksetzen, und habt hier natürlich auch die Möglichkeit, die Musik, die ihr zugespielt habt oder zuspielt, vielmehr zu steuern. Wie das allerdings geht, das zeige ich euch jetzt. Ja, die kabelgebundenen Zuspieler lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor, da dürfte, denke ich, klar sein, aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze digital zu befördern. Einmal per Bluetooth, das seht ihr jetzt hier, also sprich, mein Handy ist jetzt per Bluetooth verbunden, und ich kann jetzt logischerweise hier bei Spotify einfach den Lautsprecher als Ziel auswählen. Wenn wir aber auf den WLAN-Modus umschalten, dann können wir tatsächlich auch Spotify Connect nutzen. Das finde ich ja persönlich viel wichtiger als Bluetooth, gerade bei stationären Lautsprechern macht das viel mehr Sinn aus meiner Sicht, und wir gehen jetzt hier einmal nochmal auf die Eingangsquelle oder auf die Eingangsmöglichkeiten oder Ausgabemöglichkeiten, so rum muss man natürlich formulieren. Und dann seht ihr hier, es ist quasi über Spotify Connect wie meine anderen Sonos-Geräte auch verfügbar, und dann könnt ihr hier quasi auch den Ton anmachen, den ihr jetzt natürlich nicht hört, und das liegt einfach nur an der GEMA. Ja, vom Grundsatz her also die digitalen Zuspielmöglichkeiten, gerade wenn ihr Spotify oder Tidal oder ähnliches nutzt, sind wirklich richtig, richtig gut, und das nicht nur unter Android, sondern natürlich auch unter Apple, denn unter Apple könnt ihr einfach AirPlay nutzen. Also hier seht ihr, auf meinem iPhone kann ich jetzt einfach auch den S1000W auswählen und dann über AirPlay quasi als digitalen Zuspieler mein iPhone oder mein iPad oder was auch immer ihr sonst für Apple-Geräte habt, da entsprechend als Zuspieler nutzen. Ja, damit sind wir beim Soundcheck angelangt. Das ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren. Gerade bei so Stereo-Boxen kommt es natürlich drauf an. Ich habe hier meine Referenzsongs, mit denen ich mir das Ganze anhöre. Damit höre ich immer einmal alle Songs durch, um mir einen gewissen Eindruck zu verschaffen. Und ich sage es immer wieder dazu, Sound ist subjektiv, objektive Meinungen zum Sound sind, glaube ich, relativ. So, was muss man als erstes sagen? Die Stiftung Warentest hat die Dinger hier getestet und hat sie tatsächlich mit gut befunden und ist im Bereich des Sounds sogar noch als Preistipp ausgezeichnet worden, um auch da gegen deutlich teurere Exemplare quasi anstinken zu können. Das zunächst mal, muss man sagen, ist ja schon mal sehr positiv, und auch mein Eindruck ist sehr positiv. Also ihr bekommt hier wirklich Lautsprecher, die ein richtig schönes Volumen mit sich bringen. Sie sind schwer, und durch das Holz kommt wirklich richtig was an Volumen raus, und auch Bass ist da ordentlich mit vorhanden. Also wer wirklich guten Sound bei Stereo-Lautsprechern für kleines Geld haben will, der ist hier auf jeden Fall richtig aufgehoben, und damit sind wir auch schon beim Fazit. Damit sind wir bei meiner persönlichen Meinung zu den Edifier S1000W angekommen. Optik und Haptik, das ist so das erste, wo ich vielleicht drauf eingehen möchte. Die Haptik ist richtig, richtig gut. Das fühlt sich gut an, das fühlt sich auch wertig an. Da gibt es keine scharfen Kanten oder ähnliches, irgendwas, was schlecht verarbeitet ist. Trotz des geringen Preises, muss man sagen, ist da wirklich nichts zu mäkeln. Die Optik ist dagegen wieder was anderes. Wer diesen Holzcharakter mag, für den ist es sicherlich eine Option. Ich hätte mir gewünscht, dass es die Dinger auch noch in Schwarz gibt, denn ansonsten
ansonsten, und damit kommen wir zu allen anderen Komponenten, ist das wirklich eine absolute Empfehlung. Ihr habt eine Fernbedienung mit dabei. Ist heute natürlich eigentlich Quatsch, könnte man sagen, weil jeder sein Handy hat. Aber ich finde es persönlich richtig gut, dass man die Fernbedienung dabei hat, skippen kann, Lautstärke ändern kann, Eingang ändern kann. Alles mal eben mit der Fernbedienung, ohne direkt die App nehmen zu müssen. Finde ich persönlich wirklich, wirklich gut. Und ihr braucht sie ja nicht nutzen. Wenn ihr sie quasi nicht braucht, alles klar, nehmt eure Telefone. Denn es ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt sowohl euer iPhone nutzen, über AirPlay dann, ihr könnt euer Android-Gerät nutzen, um das Ganze über Spotify Connect zu verwenden. Alles kein Problem, alle Möglichkeiten sind vorhanden. Bluetooth ist mit da, wenn ihr irgendeinen Zuspieler habt, den ihr über Bluetooth betreiben könnt. Und auch alle anderen Möglichkeiten sind noch da, über Kabel das Ganze zu verbinden. Der Sound durchaus sehr, sehr gut, von der Stiftung Warentest für sehr gut befunden oder vielmehr für mindestens mal gut befunden, auch im Vergleich zu anderen. Und das kann ich auch nur bestätigen. Der Sound ist richtig, richtig toll und das vor allen Dingen für den Preis, den die Dinger kosten. Denn das muss man jetzt nochmal hervorheben. 350 € müsst ihr da bezahlen. Das finde ich absolut fair, wirklich absolut fair, denn ihr kriegt schwere, richtig gute Geräte mit hervorragender Konnektivität, sowohl im digitalen Bereich als auch im kabelgebundenen Bereich. Und dafür gibt es von mir auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben, Preistipp von meiner Seite. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.